Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ist ein bisschen komisch ohne Facecam, aber im Moment habe ich mir, glaube ich, ein bisschen was eingefangen. Ich hatte gestern noch nach dem Stream, ich war nur eine Stunde live oder so, Magen-Darm noch bekommen und in der Nacht noch Fieber zusätzlich. Deswegen hatte ich jetzt nicht großartig geschafft, auch hier weiter zu zocken und hängen ein bisschen hinterher. Das versuchen wir heute mal noch ein bisschen aufzuholen. Und deswegen bleibt jetzt auch für heute erstmal die Webcam aus, weil es mir immer noch nicht so prickelnd geht. Nichtsdestotrotz, wollte ich euch trotzdem nochmal darauf hinweisen. Ab heute um 12 Uhr ging die Holy Black Week los. Ja, für die Leute, die da Interesse dran haben, vielleicht ein paar coole Sachen hier mit zuzuschlagen. Da gibt es momentan sehr coole Aktionen. Und zwar sind das hier so die Hauptdinge. Ab 33 Euro Bestellwert gibt es einen Schlüsselanhänger dazu. Ab 66 Euro gibt es den Hoodie plus die Eiswürfelform dazu. Also muss man sich mal vorstellen, 66 Euro Bestellwert und man kriegt einen gratis Hoodie und eine Eisform dazu. Das ist schon geil. Plus halt den Schlüsselanhänger, ne? Dann ab 66. Ab 99 Euro bekommt man einen 1 Liter Frosty Fox Shaker dazu und ab 133 Euro Bestellwert noch so eine Kuscheldecke. Ja, das bekommt ihr einfach so kostenlos mit dazu. Es kostet euch keinen Cent mehr, wenn ihr halt auf diesen Bestellwert kommt. Und mit dem Code DORZA könnt ihr da noch eingeben beim Einkauf und dann spart ihr euch da noch 10% bei. Des Weiteren gibt es hier sehr viele coole andere Aktionen. Wenn ihr jetzt zur Black Week bestellt, es gibt neue Sorten oder Sorten, die wieder zurück im Sortiment sind, wie zum Beispiel Waldmeister, Bubblegum oder Cotton Candy, was tatsächlich knistert, wenn man das shakt, und auch der Frosty Fox ist wieder zurück, ne? Also viele coole Sachen auf jeden Fall. Hier sieht man nochmal die Einzelpreise. Den Hoodie gibt es nicht so zu kaufen einzeln, den gibt es halt nur mit dem Bestellwert halt eben dazu. Limitiert auf 100.000 Stück. Ja, deswegen vielen lieben Dank an alle Leute, die mit Dorza, den Code Dorza, sich 10% sparen und da reinshoppen. Ja, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt gehen wir mal rein auf EU24. Wir gucken mal zuerst mal, wie sieht es hier momentan aus. Ja, wen haben wir hier vorne? Aurikos weiterhin auf der 1 mit 242. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, Landwirt Hubert, der Profi, spielt nur Short-Term auf jeden Fall. Muss man mal gucken, wie lange hier die Leute am Start sind, weil ich glaube, nachdem hier ein paar Level-Rekorde aufgestellt worden sind, fangen, glaube ich, die ersten auch wieder an, dann aufzuhören so langsam. Deswegen, da muss man mal schauen. Aber ansonsten sieht die Ehrenhalle hier wirklich sehr stabil aus. Sehr viele Leute hier auf einem sehr hohen Level unterwegs. Und das zeugt auf jeden Fall erstmal von einem starken Server. Wir haben hier bis in die 70er oder 60er, würde ich sagen, hier nur 200 plus Leute oder fast nur. Und danach geht es auch relativ langsam bergab, so. Also es sind immer noch sehr gute Level dafür, dass heute Sonntag ist. Und dadurch, dass ich halt gestern ein bisschen Knockout war, ein bisschen knocky, haben wir nicht geschafft, großartig hier weiterzuspielen. Werden wir aber heute machen. Wir werden versuchen, uns komplett episch auszurüsten. Das ist jetzt so mein Ziel für die Folge. Gucken, ob wir vielleicht noch das ein oder andere Level vorher mitnehmen können. Ja, das sieht schon gar nicht so verkehrt aus hier. Das sind Easy Tries. Und dann können wir nachher uns mal an ein neues Equipment wagen, wenn wir dann auch uns hier ausgetobt haben, was die Dungeons angeht. So, ich glaube, mal gucken, kriegen wir hier noch den Down oder war es das schon gewesen an der Stelle? Ja, was haben wir denn als nächstes hier? Der 70er Dungeon wäre als nächstes dann frei zu schalten. Mal gucken, kriegen wir den auch hier down, ist die Frage. Bevor wir anfangen, uns neu zu equippen, wollen wir ja ein möglichst hohes Level haben, damit halt die Items gleich besser sind. Der war knapp. Ja, vielleicht skill ich noch ein bisschen in Schaden rein, damit wir hier noch ein bisschen besser performen. Ein bisschen Gold will ich mir aber auch noch aufbewahren für halt, wie gesagt, die Epics, die ich mir halt hier auch neu kaufen möchte. Und ich glaube, neue Steine und sowas kriegen wir auch relativ gut rein. Sehr schön, da haben wir schon neue Schuhe am Start hier. Was haben wir hier für 57er Latschen? 61er kriegen wir. Okay, ich schaue mal ganz kurz, was wir hier für Steine mittlerweile kriegen. Wir haben hier 82er. Gestern hatte ich noch, 44er, auch nochmal
ungefähr die Hälfte besser. Das ist natürlich ganz nice. Mal gucken, ob uns das hier hilft, noch weiterzukommen. Oder ob das jetzt schon das gewesen ist soweit. Ansonsten werden wir uns jetzt mal neu ans Equippen machen, würde ich sagen. Bevor wir hier zu viele Pilze wasten, holen wir uns hier mal neue Sachen. Ist ein bisschen schade, dass wir hier noch nicht den Schmied haben. Weil ja, dadurch können wir halt sowas hier nicht mitnehmen. Da müssen wir halt wirklich auf das gesockelte Item spekulieren hier. Ansonsten ja, können wir das eigentlich liegen lassen, weil die Steine natürlich auch relativ stark sind und die wollen wir nicht unterschätzen. So, ne? Ich nehme aber hier alle Attribute-Item nehme ich mit. Am Anfang ja, macht das den Kohl noch nicht so fett hier, ob 3-Stat oder All-Stat. 3-Stat ist natürlich ein bisschen besser für die Stat-Punkte, die man halt braucht, aber ist noch vollkommen im Rahmen. Wir haben hier ja, 69 zu 57 von den Stat-Punkten her und dann haben wir noch ein paar Nebenattribute halt noch geboostet. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier uns ein neues Equipment besorgen können mit dem entsprechenden Sockeln natürlich. Ne? Zwischendurch gucken wir mal, ob wir hier nicht den ein oder anderen Dungeon-Gegner noch so bezwingen können. Ja, dann können wir nämlich hier und da mal vielleicht noch ein Level zusätzlich schaffen, bevor wir hier uns komplett neu equippen auf Stufe 58. So, dann gehen wir jetzt nochmal rein. Sieht der Gegner, sieht jetzt schon besser aus auf jeden Fall. Sehr nice. So, das Ding können wir wegschmeißen, das bringt uns nichts. Ich versuche mal den Piraten hier nochmal. Und da haben wir den auch dann. Stufe 60 erreicht, sehr schön. Schaffen wir hier den Skorpion auch, das sieht gut aus, 61. So, der Oktopus fällt ja vielleicht auch ja, genau gleich hinten dran. Mal schauen. Das sind natürlich hier Level für neues Equipment, zum Beispiel neue Waffe und so, 62, sehr schön. Was dann gleich nochmal uns ein bisschen mehr boostet dann, ne? Gucken wir mal, ein paar Items fehlen uns ja auch noch aus dem Waffenladen. Eine Waffe auf jeden Fall, brauchen wir definitiv noch. Und ja, auch vielleicht eine neue Mütze. Genau, neue Mütze und eine Waffe. Das sind so die Sachen, die ich jetzt hier noch bräuchte. Mal schauen, ob wir hier Glück haben mit den Items. Vor allen Dingen halt eine gute Waffe zu finden, ist halt so das Ding. Da müssen halt jetzt mehrere Komponenten einfach stimmen. Da muss halt, ja, die Spanne muss passen, so von der Waffe. Aber auch, dass es halt eben gesockelt sein muss. Und das ist nicht ganz so einfach. Deswegen, okay, nice. Da haben wir aber eine Waffe. Das ist auch eine 3-Stat-Waffe. Das ist auch ganz geil. Die Komponente stimmt schon mal. Und dann schauen wir mal, ob die Spanne auch passt, so einigermaßen. 65 ist hier maximale Aura, die wir erreichen können. Und wir haben 62. Ja, die ist auf jeden Fall schon besser. Also da kann man jetzt nicht haten. So, das packen wir mal hier rein. Und ja, ist glaube ich, nicht das allerbeste, was wir finden können. Aber es ist auf jeden Fall besser als das, was wir haben. Und der Edelstein zählt hier in der Waffe natürlich auch nochmal doppelt. Sollte uns eigentlich hier nochmal ein paar Ebenen voranbringen. Genau, so, mal schauen. Geht ja hier auch. 65, sehr schön. So, Medusa gleich hinterher. Und was haben wir hier eigentlich bekommen? Na gut, das bringt uns leider nichts, wenn es nicht gesockelt ist, aber so hätte ich es ganz gerne genommen. Schauen wir mal, ob wir die Medusa auch hier geknackt kriegen. Ansonsten gehen wir gleich mal in den Zauberladen rein. Sehr schön, 66. Hexe freigeschaltet. So muss das sein. So, ist die Frage, kommen wir hier noch so unbeschadet weiter oder müssen wir uns jetzt noch weiter equippen? Das gilt es jetzt herauszufinden. Das sieht aber ganz gut aus noch. Das sieht so aus, als ob hier noch Potenzial ein bisschen da ist. Ja, aber ich gehe mal erstmal in den Zauberladen rein, dass wir vielleicht hier noch uns das ein oder andere Item gönnen. Ja, es tut mir auch ein bisschen leid für die Gilde hier, dass ich so ein bisschen hinten dran hänge, aber ich versuche auf jeden Fall mein Bestes zu geben, was so das Pushen angeht. Ne? Das ja, habe ich leider ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht vernachlässigt. Ich wollte ja gestern auch wirklich auch lange streamen, so. Ich bin schon relativ früh online gekommen für meine Verhältnisse. Und dann habe ich so nach 1,5 Stunden gemerkt, boah, irgendwie plus 9. Ja, guck mal, das lohnt sich kaum hier irgendwie zu tauschen. All-Stat und 3-Stat. Ja, ich glaube so nach einer Stunde oder 1,5 Stunden habe ich dann so gemerkt, irgendwie
geht es hier gerade so gar nicht gut. Ja? Und dann habe ich mir so gedacht, boah, also ich glaube, bevor ich mich hier im Stream irgendwie ja, übergeben muss oder so, mir war schon richtig schlecht nachher, habe ich dann so gedacht, Alter, ne, ich gehe jetzt offline. Und danach ist halt dann, ja, habe ich mich dann halt hingelegt und dann, ja, hat sich das so richtig bemerkbar gemacht, dann sag ich mal, dass das mir nicht so gut ging. Und dann kam halt eben, wie gesagt, halt Magen-Darm in Kombination mit Fieber und so. Und ja, jetzt geht schon gerade wieder einigermaßen, aber man fühlt sich halt immer noch nicht so fit, sag ich mal. Und deswegen, ja, heute halt eben diese Spezialfolge. Ansonsten hätte ich heute auch gestreamt gehabt, aber wie gesagt, das Ding, das kriege ich halt nicht gebacken. Das ist zu viel. So ein Video geht mal so 10 Minuten, okay, aber jetzt so mehrere Stunden live sein, das ist halt wirklich nochmal was anderes, was einen nochmal so wirklich anders belastet dann und deswegen, nee, das haben wir dann heute, das soll ich dann heute sein lassen. Dafür gibt es dann hier dieses bisschen Oldschool-Video ohne Facecam. Ja, ist auch schon lange her, dass es mal ohne Facecam irgendwas gab. Das waren so die Anfangszeiten von meinen YouTube-Videos, glaube ich. Da hatte ich auch SF ohne Facecam gemacht. Und deswegen, ja, ist auch so ein bisschen der Oldschool-Vibe hier am Start, würde ich mal meinen. Nur, dass halt jetzt alles ein bisschen neuer ist. So, ne? So, kriegen wir den jetzt noch down? Das wäre richtig geil. Dann wären wir schon in Richtung 70 unterwegs hier. Ja, wir brauchen immer noch einen Hut. Ne? Der Hut, der tut gut. Das wäre nicht schlecht, wenn wir den noch kriegen. Und dann könnten wir hier noch, stimmt, da haben wir auch noch einen alten Edelstein drin. Ne? Das wäre ganz cool, wenn wir den noch kriegen. Dann, oh, plus 21. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Und jetzt noch der Hut, 2 Steine rein und dann sieht das doch hier, glaube ich, ganz gut aus. Plus 11, auch schon wieder besser hier die Items, ja. Hat sich natürlich der Wert jetzt auch nochmal verbessert durch die Level. Schade, kein Hut dabei. So. Und wenn wir jetzt noch... Ja, okay, nehmen wir den. Ist leider alle Attribute, aber ist nicht so wild. So, jetzt nochmal 2 Steine. Dann haben wir auch komplett frische Steine hier am Start. Zack. Und zack. Und jetzt müsste der eigentlich liegen. Ja. Sehr schön. Stufe 70 erreicht. Nice, so muss das sein. Okay, jetzt können wir in den Zauberladen gehen. Plus 13 hier auch schon wieder. Und da kriegen wir jetzt den nächsten Key her. Ja. So, zack. Alicia Keys ist am Start. Und dann können wir hier noch ein bisschen weiter pushen. So, verseuchter Baum. Down. So, dann hier, zack. Da liegen direkt die nächsten Gegner. 73. Sehr schön. 74. Das läuft auf 75. Nice. Das ist immer eine sehr geile Stage hier von dem Game. So, 77. Gleich 2 Level gemacht. Perfekt. Läuft doch super. Dann haben wir hier ab Stufe 80 den nächsten Dungeon. Mal gucken, liegt die Sumpfmampfe noch. Mal schauen. Vielleicht will die auch noch gleich liegen hier. Jetzt könnten wir uns tatsächlich schon wieder um eine neue Waffe eigentlich kümmern. Mit den Leveln, die wir hier gepusht haben, wäre das gar nicht so verkehrt. Zack, weil die ist jetzt nämlich hier auch schon wieder ein bisschen alt. Ich pushe nochmal ein bisschen Hauptattribut. So, und dann hoffe ich mal, kriegen wir vielleicht noch die Sumpfmampfe down. Dann wären wir hier 78, 79 und dann, ja, können wir eigentlich schon wieder den nächsten Dungeon hier freischalten. 79, sehr schön. Hat er irgendwas gegeben? Ne, leider nicht. 79. Was wir jetzt machen können, ist folgendes. Das ist eh nur eine Stunde Stadtwache hier. Wir können jetzt uns die Pets holen. Ja, weil da kriegen wir jetzt auch nochmal ein bisschen XP dadurch. Und das würde uns, denke ich mal, dann auch auf die 80 katapultieren. Ja. So, da haben wir das Pet-Nest. Sehr schön. Das lübt doch soweit. So. Und dann können wir hier nämlich auch direkt die Habitate durchknallen. Zack. So. Zack. Dann hier noch. Bam. Dann bei Feuer nochmal. Ey. Na. Zack. Und einmal Wasser. Und dann sind wir schon auf der 80. Das ging doch schnell jetzt hier, ne? Also innerhalb kürzester Zeit hier auf die 80 gepusht.
Damit haben wir den nächsten Dungeon frei. Ja, den finden wir auf der nächsten Expedition. Mal gucken, ob wir hier auch noch Glück haben und den den Schlüssel für den Dungeon bekommen. Früchte nehmen wir mit. So, zack. Mal schauen, wie es aussieht. Okay, ja, so. Leider nicht. Gut, Schlüssel haben wir leider auch nicht bekommen. Ja, heißt, wir müssen nochmal eine Quest annehmen. Mal gucken, aber jetzt müsste der eigentlich erscheinen, der 80er Key. Und dann geht es hier auch schon direkt weiter mit den nächsten Dungeons. Ja, und dann sind wir nicht mehr ganz so weit behind wie vor ein paar Minuten noch. So, Pet freigeschaltet. Dann Lichtwelt, nächster Dungeon. Sehr schön. Können wir tatsächlich ein bisschen noch skillen. Hauptattribut. Und neue Waffe wäre jetzt auch schon wieder dran. Ich gucke mal, wie weit ich hier komme. Ja, und dann holen wir uns mal eine neue Waffe und dann sollte noch mal ein bisschen was gehen, würde ich sagen. 82, 83, sehr schön. 84, 86. Nice, 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 nice. Okay. 87. Schönes Ding, kann so raus. So. Okay, der Magma-Gigant liegt ja auch noch. 89. Schönes Ding. Ja, nächster Dungeon ab 95 dann. Ja, da kommen wir dann zum nächsten. LD ist hier jetzt Speedrun heute. So, der müsste aber auch noch gehen hier, oder? Ja. Oder nicht? Okay, er geht noch auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch den Schmied freigeschaltet, was sehr gut ist. Weil jetzt können wir tatsächlich unsere Items auch sockeln. Falls wir jetzt eine Waffe kriegen und die ist ungesockelt, ist das kein Problem. Weil wir jetzt den Schmied haben und dann können wir uns das im Notfall halt dann selbst sockeln, das Item. So, 91. So, Riesendrache. Come on. Du willst doch auch noch fallen, ich weiß es. Let's go. Komm, gönn. Gönn, 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 gönn. Ja, 93, sehr schön. Vulkangeist, weiß ich nicht, ob wir den noch hinkriegen. Ich suche mal erstmal nach einer neuen Waffe. Boah, die Items, ne? Die schmecken schon wieder so gut. Aber eine neue Waffe wäre jetzt halt richtig gut. Das kann weg. Aber wir hätten uns auch das nehmen können hier eigentlich, ne? Das kann weg. Das... wir gucken mal, was wir noch kriegen. Ja, ich lasse das erstmal liegen, weil meine Pilze gehen langsam ein bisschen zu Neige. Okay. 93. Ja, ist nicht die beste Spanne, aber ist okay. 96 ist Max-Aura, was wir finden können. Zack. Und dann holen wir uns hier nochmal einen neuen Stein. Boom. Achso, okay, dann erstmal der Gral, der Heilige. So, und jetzt haben wir hier den neuen Stein am Start. Zack. Mal gucken, ob damit schon der nächste Dungeon fällt hier. Oder ob wir noch ein bisschen mehr brauchen. Ja, der ist ein bisschen hartnäckiger auf jeden Fall. Höhere Spanne wäre hier nice gewesen. Ich equip mal noch meinen Gürtel neu. Zack. So, mal gucken. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück mit einem Item hier. Dass wir... okay, dass wir noch ein bisschen... Ja, uns noch ein bisschen improven können hier einfach. 93er. Achso, wir haben ja gar nicht einen Stein hier drin, sehe ich gerade. Huch. Das ist ja auch nicht so smart. Ich hole mir auch direkt neue Steine. Zu wenig Gold, okay. Ja, das schmeiße ich alles weg. Jetzt fehlt uns hier ein bisschen Gold. So, warte mal, kleinen Moment. Dann sockeln wir das einmal. Das einmal. Den Hut würde ich gerne noch haben wollen. Vielleicht kriegen wir den aber auch schon so down. Nee. Der ist ein bisschen teurer. Dann nehmen wir kurz eine Abenteuerlust-Quest an hier. Und versuchen hier noch dann ein bisschen höher zu kommen. Beziehungsweise erstmal das Gold dafür zu kriegen. Damit wir... was ist das hier für Quest? Hä? Okay, nice, auf den letzten Meter nochmal. Glück gehabt. So, jetzt können wir uns auch hier das Item gönnen. Zack, das verkaufen wir mal, weil die Edelsteine jetzt auch schon wieder besser sind. So, sehr schön. 93, okay. Die Handschuhe sind noch alt. Ja, mal gucken. Nochmal eine neue Waffe. Okay, die Spanne ist natürlich heftig. Ja, die ist sehr nice. Die müssen wir... Okay, gut, dass wir hier noch, ja, noch genug Gold am Start gehabt haben. Verstärkung können wir auch schon tatsächlich machen. Aber ja, mit der Spanne sollte jetzt eigentlich noch mal ein bisschen mehr gehen hier.
mal gucken, ob wir jetzt hier ein bisschen mehr Glück haben. Jetzt muss halt die richtige Spanne hitten und dann haben wir den Gegner hier auch down. Nice, und sind 95, sehr schön. Dann wird hier der nächste Schlüssel auf der Expedition freigeschaltet. Boah, das läuft hier wie ein Länderspiel gerade, ne? So läuft sehr gut, auf jeden Fall. So, nächstes Pet ist auch da. Mal gucken, ob wir hier irgendwie noch... Ne, leider nicht mehr die 3 Sterne zusammenkriegen. So. Dungeon haben wir leider nicht freigeschaltet. Aber ich hoffe mal, dass wir jetzt den Key bekommen. Leider haben wir jetzt nicht mehr so viele Pilze am Start. Aber ja, die restlichen sollten vielleicht noch reichen, um ein bisschen noch Action zu machen hier im neuen Dungeon. So, da ist der Key. Sehr schön. Nächster Dungeon freigeschaltet. Okay, nochmal ein besserer Ring. Aber ich spare mir jetzt mal die Pilze für die letzten Dungeon Fights auf, um zu gucken, ob wir hier noch ein bisschen höher kommen. 96, sehr schön. So, 97, so muss das. 98, geil. 99. So, da haben wir auch die Trophäe freigeschaltet. Und wenn wir noch die 100 kriegen, 101, dann sind wir doch gut am Start hier. Heute nochmal gerade so aus der Misere gerettet hier. Ja, 102, schönes Ding. Ah, ja, schön. Ja, es geht immer so Hand in Hand, ne, wenn man wenn man einmal drin ist, wenn man einmal hier im Flow ist, dann ist das wirklich immer ein sehr angenehmes Spielen hier auf der Stufe. So, mal gucken, die 110, ich weiß ja nicht, ob wir die noch kriegen, da bräuchten wir wahrscheinlich ein paar mehr Pilze, müssten uns nochmal ein neues Equipment holen, neue Waffe und ja, neue Steine, dann könnte das was werden. Aber ich glaube, so wird es ein bisschen schwierig, das noch zu erreichen. Ja, den werfe ich auch mal weg. So, und dann gehen wir noch den Rest rein, hier in Geschick. Ja, noch Damage, zack. Und hoffen einfach mal, dass wir noch ein bisschen weiterkommen, die Stage. Aber ich denke mal, das ist erstmal okay so, dass wir hier ja ein bisschen was gut gemacht haben, was gestern untergegangen ist, sag ich mal. Ne? Also wir haben jetzt das rausgeholt, was gestern hätte eigentlich schon erledigt werden müssen. Aber aufgrund der Gegebenheiten war es nicht ganz so leicht für mich. So. Okay, aber es ist in Ordnung. Erstmal kommen wir jetzt hier nicht weiter, aber der nächste Dungeon ist schon in greifbarer Nähe. Ja, und dann haben wir hier nochmal ein bisschen was gut gemacht. Wir waren letzter in der Gilde. Wir waren wirklich auf dem letzten Platz. Jetzt sind wir ein bisschen hochgekommen, das ist okay. Wir müssen auch noch ein paar Etagen hier im Elevator noch spielen und dann soll es das nämlich für das Video soweit heute gewesen sein. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn jetzt keine Facecam am Start ist, auch wenn ich jetzt halt leider das Wochenende nicht wirklich streamen konnte. Ja, geht's, denke ich mal, ab nächster Woche dann wieder ganz gewohnt weiter, aber jetzt musste ich mich erstmal ein bisschen erholen. Nächste Woche besucht mich ja auch der Sergio und da werden wir dann wieder das Tierspendenvideo drehen, was wir hier über die Creator Code Einnahmen im Webshop halt generiert haben. So anteilig lassen wir das wieder hinzukommen und dafür musste ich halt definitiv gesund sein, dass wir da halt das Ganze eben dann auch so erledigen können. Ja? Falls ihr beim Black Friday Event noch nächste Woche supporten wollt und da noch Pilze aufladen wollt, da kommen die Spenden anteilig dann auch noch mit hin. Könnt ihr sehr gerne hier den Code, den Creator Code Dorza hier auch verwenden beim Einkauf und dann kriege ich davon auch noch einen kleinen Teil ab und das lassen wir dann auch, wie gesagt, anteilig dann halt den guten Zweck zukommen. Und ja, wo das Ganze dieses Jahr hingeht, werdet ihr dann sehen im Dezember, wenn wir das Video gedreht haben und von daher, genau, soll es erstmal so weit für heute gewesen sein und ich verabschiede mich und würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.